my soulmate. And there's nothing I want more than to spend the rest of my life with you. Will you be my wife? Yes, I will. Yes, I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of it, even if it takes all night. Oh, I need a place to hide outside. I can't find my fear. Was? Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Oh, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my head space. But I know someday I'll Ist wie so nicht. make it out of it, even if it takes all night. Oh, 100 years, need a place to hide, but I can't find one. It wanna feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Oh, welcome home. Das ist Lisa. Lisa hat Dyskalkulie. Dyskalkulie meint eine ausgeprägte Beeinträchtigung des mathematischen Denkens. Häufig zählt sie beim Rechnen die Zahlen mit den Fingern ab, statt es wie die anderen Kinder im Kopf zu rechnen. Sie hat ein geringer ausgeprägtes Zahlenverständnis und deshalb Probleme, die Größendimensionen und Zahlenverhältnisse richtig einzuordnen. Diese Probleme zeigen sich auch in Lisas Alltag. Das ist aber nicht die Schuld. Casey, you're my best friend and my soulmate. Let the silence ease the wildness. Your embrace clears the storm in my head. Why do I love you more when I'm wasted? I only Hey, Fatu. welcome Hey. when I'm wounded. Es tut mir leid wegen letztens. Ich hätte nicht so hinter deinem Rücken reden sollen. Alles gut. Kannst ja nichts dafür. Nein. Ich weiß doch genau, wie das ist, wenn... Was machst du da? Ich wollte ein paar Bücher abgeben. Alle Bücher? Warum? Weil mein Kopf das einfach nicht kann. Es macht alles keinen Sinn. Ich verstehe die einfach alle nicht. Fatu, willst du von der Schule gehen? Warum sagst du denn nichts? Weil ihr alle nichts mehr mit mir zu tun haben wollt und ich wollte euch auch nicht mehr nerven. Das stimmt doch gar nicht. Fatu, das stimmt nicht. Mann, ich habe euch enttäuscht, ich habe Kimi enttäuscht, ich habe meine Eltern enttäuscht. Ich kann Fatu. nicht nochmal wiederholen, weil meine Eltern mich nicht durchfinanzieren können. Und ich kann Maike nicht am Leben halten. anscheinend. Fatu, Nora, es ist einfach zu viel gerade, wirklich. Es ist wie so ein Computer, wo 1000 Tabs offen sind und alles stürzt ab. Ich kann es einfach nicht. Ich mache alles kaputt, wo ich hingehe. du hast doch nichts kaputt gemacht. Wirklich nicht.
Eva will mich nie wiedersehen. Eva meint es nicht so. Es ist einfach gerade voll schwer für sie mit ihren Eltern. Die hat echt Stress mit denen. Was? Hat sie dir das nicht erzählt? Was denn? Ihre Eltern trennen sich. Fuck. Und ich habe mich auch noch gewundert, warum Eva so schnell mit Zoe zusammenziehen wollte. Ich bin so dumm. Hör auf, das zu sagen. Nein. Sie ist meine beste Freundin, wie konnte ich das nicht merken? Ja, weil du Herzschmerz hattest und Schmetterlinge und den ganzen Scheiß mit der Schule. Jetzt sei nicht immer so hart mit dir selber. Ja, du weißt überhaupt, wie wichtig es für mich war, dass du da warst. Dass Konstantin und all die anderen mich ignoriert haben. Und ich mich einfach neben dich setzen konnte. Ich habe gar nichts gemacht. Doch. Du warst eben da. Du hast mir nie Druck gemacht, irgendwas zu erzählen, auch wenn du immer gewusst hast, dass ich gelogen habe. Und das hat mir wirklich geholfen, aufzumachen. Also jetzt, egal was passiert mit der Schule und so weiter, wir bleiben zusammen, okay? Versprochen? Versprochen. No melody settles down over me. I'm not bored or unhappy. I'm still so strange and out in the wind. I'm in the water. Nobody's home. Nobody's daughter. Watching the chemtrails over the Mann. country club. Suburbia, the Brentwood Market. What to do next? Maybe we'll have the chemtrails over the country club. My love. Hä? Kann ich auch eine? Oh, wow. Hast du hier mich zu nerven? Ja, zum Verstecken. Vor? Uni. Ich glaube, ich passe da nicht so rein. Hä? Bist du der geborene Streber? Ja. In der Schule schon. Da hat's auch gereicht. Bisschen hinsetzen, bisschen zuhören, bisschen Hausaufgaben machen. Jetzt check ich einfach die Hälfte nicht. Allein wieder reden. Ich habe in der ersten Woche ernsthaft gegoogelt, was Kommilitone bedeutet. Das sind deine Mitstudenten. Danke. Ich weiß nicht, in letzter Zeit, ich lerne so viel und komme trotzdem gar nicht mit. Wenn ich wenigstens dir helfen könnte, aber das schaffe ich auch nicht. Nicht böse, meine ich. Ich mach den Test. Welchen Test? So ein Dyskalkulie-Test. Das ist, wenn man so eine Mathe-Schwäche hat. Also nicht so gut mit Zahlen und Mengen kann.
Ich dachte, Okay. wenn ich sowieso abbreche, kann ich auch einen Test machen. Das macht Sinn. Du wirst auch früher eingeschult. Weißt du? Ja? Ja. Du konntest früher lesen als alle, aber mit Rechnen hattest du Probleme. Macht es auf jeden Fall. Voll gut. Hör mal. Weißt du? Ah, das ist dieses Lied vom Sommerfest mit Opa. Ja. Ah, wo er dieses leckere Dings gemacht hat. Wie hieß das noch? Erdnusssoße. Ach so, dumm oder meinst du? Ja. Ja. Und so viel davon gegessen. Oh. Und dann sind wir eingeschlafen wie so zwei fette Hamster auf der Wiese. Und Mama hat uns zugedeckt. Also als ich Opa gefragt habe, ob ich Cornrows haben kann, und er hat mich einfach mies ausgelacht. Ja. Er meinte, sowas tragen nur Mädchen in Gambia. Oder wie er immer getanzt hat. Seine Oma aufgefallen hat, mit zu tanzen. Und sie war so, nein. Und er hat mir noch dieses eine Kleid geschenkt, das so viel zu groß war. Ich erinnere mich, ja. Viel zu groß. Viel zu groß. So, Achtung. Jetzt wird's knifflig, ne? 51 minus 49. Ja, okay. 50 minus 40 sind 10. Minus 9 sind 1. Und dann nochmal minus 1, dann komme ich auf 0. 0? Ja. Okay. Eine Cola zum Spottpreis von 39 Cent. Wie viel kosten 3 davon? 39. 2, 30 plus 30 sind 60. Und 6 plus 6 sind 12. Wie viel kostet eine? 39 Cent. 39, 40, 80, 100 zu 74, 120. Kann ich mit einem Schein bezahlen? Okay, das reicht jetzt auch erstmal. Haben wir die Rechenaufgaben hinter uns? Also, ja, ich habe noch Probleme mit PIN-Codes und Hausnummern und manchmal kann ich nicht richtig zuhören und dann lasse ich Leute irgendwie auch hängen. Ich kann, weiß nicht, dann ist alles ein bisschen durcheinander. Okay, das ist schon gut, ist schon gut. Ja, werde das alles auch noch mal in Ruhe fein auswerten. Ne? Aber ich denke mal, das, was du hast, ist Dyskalkulie. Das heißt, du hast schon in der Grundschule einiges verpasst in Mathe und deshalb ist es ganz klar, dass du heute Probleme hast mit Rechenvorgängen und mit Mengenangaben. Also mein Gehirn ist nicht anders? Nur im Rechnen. Und das ist ganz wichtig. Naja, und um in der Schule und im Alltag überhaupt durchzukommen, da hast du dir offensichtlich ein paar nette, aber wahnsinnig umständliche Tricks ausgedacht. Darin bist du wirklich beängstigend talentiert. Das heißt, ich bin gut im Falschrechnen? Du hast viel mehr Energie verwendet auf Mathe als jemand, dem das leicht fällt. Total. Ich
Ich dachte immer, ich bin dumm. Ab heute verbiete ich dir dieses Wort, ja? Du bist weder faul noch dumm, okay? Okay. Was hat er gesagt? Ich bin nicht dumm. Mann, Vater, das sagen wir doch die ganze Zeit. Pommes Vanille? Danke, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, das war übel. Deswegen habe ich mich auch die ganze Zeit verlaufen. Das hat auch damit zu tun? Ich wusste gar nicht, dass du dich so oft verlaufen hast. Ja, auch wenn ich zu dir gegangen bin, immer diese scheiß Hausnummer, ich habe es einfach nicht gefunden. Ich bin die ganze Zeit die Straße auf und ab gegangen. Und alle immer so, fahr du, konzentrier dich mal. Ich muss dich konzentrieren. Wir waren manchmal schon echt scheiße zu dir, oder? Machst du denn jetzt Abi mit uns? Also er meinte halt, dass eine Therapie anzufangen keinen Sinn macht jetzt so kurz. Ich könnte halt schon Bulimie lernen und mir dann nur die Hälfte merken, leider. Und dann vielleicht mit einer 5 durchkommen. Aber ich meine, ich würde voll gern mit euch Abi machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das mal durchmachen will mit dem ganzen Stress. Naja, vielleicht von Physik zur Biologie zu wechseln wäre doch eine Lösung. Da musst du nicht so viel rechnen. Geht das? Ich denke schon. Man muss ja nur eine Naturwissenschaft belegt haben. Hä? Das wäre doch optimal. Es wäre doch super, das ist doch richtig einfach. Dann hast du zwar immer noch Mathe, aber das ist dann halt wenigstens nur noch ein Unterkurs, für den du richtig pauken musst. Ja, mal gucken. Vielleicht. Bestimmt. Ja, okay, jetzt bin ich da wieder. Ja, da ist sie wieder. Let's go. Ich weiß nicht, ob die... Ja, die sind bestimmt kalt. You stole my time, I say time's a wasting. Don't you cry, I just wipe your eyes, I know what you're thinking. Ich würde Sie wirklich gerne in meinen Kurs nehmen, Frau Giallo, aber das müssen Sie mit der Oberstufenkoordinatorin absprechen. Und um ehrlich zu sein, sind Sie nicht die Einzige, die da auf der Matte steht. Aber ich habe Dyskalkulie. Ich habe Mathe auch immer gehasst. Das ist nicht das Gleiche. Ach, wissen Sie was? Ich habe noch was gut bei Frau Klicks. Doppelkopfrunde. Ich red mit ihr. Kiumi. Kiumi. Soll ich euch allein lassen? Nein, bleib ruhig. Du bist nicht nur Party-Kiumi für mich. Und das weißt du. Es war dumm von mir, falsch von mir, dass ich nicht mit dir geredet habe. Aber ich weiß jetzt, warum ich immer so verpeilt bin. Ich habe Dyskalkulie. Also auch deswegen. Ich will dich nicht mehr hinten anstellen. Weil du bist mir... Stopp. Hast du denn überhaupt irgendwas verstanden von dem, was ich am Freitag gesagt habe? Und Vater, bleib einfach weg von mir. Werde mir wichtig. It's a rumor going round. They say you're gonna put me down. But that's all right, baby. If you wanna leave me. There's pink black girl
girls in my area cold. Dark skin, light skin, medium tones. Permting braids got mini afros. Thick lips got hips, some of us don't. Big nose contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Want a fat booty like Kardashians. Want a fat booty like my auntie got a yo. We like the blood clot, tell her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown women things, I'm never at risk. Mind my own business, I'm never in mess. Who am I ain't bae, get a slice of the cake. Want a house with a view and a new pair of shoes. Keep it real from the jump, gives you gang, little pump, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truths. Do you, they don't care. Do you, they don't care. Get your ass out the box and build up from there. What the? Oh mein Gott, Chibi, nein. Chill. Das ist ein Freundschaftsantrag. Ava. Wir haben einfach die krasseste Connection überhaupt. Und zwar, weil wir beide zwei Badass Motherfuckers sind. I know that's right. Und du bist einer der stärksten Mädchen, die ich überhaupt kenne. Und extrem wichtig für mich. Auch wenn du die krasseste in Horrorfilmen bist und ich immer so hart Schiss hab. Aber das Beste ist, wenn wir uns einfach im Bein unterhalten, auch wenn es mega oldschool ist. You could have dropped Microsoft. Exactly. Ey, was tut mir echt leid, dass es in letzter Zeit immer nur um mich ging. Und ich dich nicht gefragt habe, wie es dir geht. Aber ich will wirklich mehr für dich da sein. Und hinter dir stehen und mit dir kämpfen, weil du bist die krasseste Kämpferin ever. Und wenn es sein muss, gehe ich auch mit dir in irgendwelche Museen. Oha, wirklich? Deswegen will ich dich fragen. Upsi. Ava Celeste Pereira. Willst du wieder meine beste Freundin sein? Ja, oh mein Gott, ja, jetzt steh auf. Gott, jetzt steh auf. Oh, das ist so süß. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Ich hab gehört, du willst von der Schule gehen. Ja, vielleicht mal gucken. Aber jetzt geht's erstmal um dich. Hm? Setzen Sie sich. S'il vous plaît. Würde etwas warmer Wein dann genüsslich für Sie sein? Gerne. Heute haben wir einen schönen Merlot et Varmont. Das schön? Ja. Danke. Bitte. Jetzt erzähl mal, was ist mit den Eltern? Naja, die trennen sich halt jetzt. Mama will noch mit ihm befreundet sein, was ich mega naiv finde. Und er zieht jetzt nach Koblenz. Die verhalten sich halt mega wie die Kleinkinder. Und irgendwie denke ich, dass ich denen nichts sagen darf, weil ich halt für die da sein muss. Aber du weißt, dass wir für dich da sind, ne? Also ich, die Girls und Marc ganz bestimmt auch. Ach, der war nur ein Trostpflaster, weil bei mir zu Hause alles scheiße war. Oha. Nee, aber ich muss wirklich eher lernen zu sagen, was bei mir abgeht. Ich habe halt mega Schiss, dass ihr dann einfach keinen Bock mehr auf mich habt. Wegen der Sache mit Ismail? Woher weißt du davon? Er hat mir eigentlich eher zufällig davon erzählt auf Kimis Party. Und willst du darüber reden? Naja, solange er mich in Ruhe lässt, ist alles cool. Ich meine, ich verstehe mich jetzt auch ganz gut mit Zoe. Und Kiyomi hat sich auch bei mir entschuldigt. Die meinte, dass sie früher mega unsicher war. Ich meine, das macht jetzt nicht alles rückgängig, aber ist ein Anfang. Was ist los? Nichts. Mama, wir wollten noch heute über dich reden. Vergessen? Ach, Quatsch. Come on. Weißt du, am Anfang war alles wirklich schön. So
sehr intensiv irgendwie. Bisschen so Love Story. Aber dann ist es irgendwie verglüht. Aber es ist wichtig, dass du dabei nicht verglühst. Lady in Red. Look at you looking all sassy and spicy. Wirklich, du siehst toll aus. Dankeschön. Du auch. Lady in Red. Lady in Red. Ey, Fatu, du siehst toll aus. Du bist meine Lady in Red. Du machtest mir einen Antrag. Mein Herz machte du-dum, du-dum, du-dum. Und dann sagte ich, ja, davor ist mein Ring, ja. Nicht an meinem Finger. Ich sehe nur Ketten. Ja. Willst du Beatboxen? Yeah. Oh.